Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es wieder die Analyse nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Es ist heute sehr, sehr schwer, Worte zu treffen. Wir werden wieder jeden Spieler einzeln durchgehen, dann insgesamt noch was dazu sagen und grundsätzlich dann auch die Kritik am Ende festigen. Und dann könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was mir wichtig ist, dass jetzt nicht einfach irgendwas wild reingetippt wird in die Kommentare. Das hatten wir nämlich die letzten Analysen immer, sondern schaut euch das ganze Video an und dann könnt ihr euch darauf eine Meinung bilden. Wenn ich nämlich etwas erwähne kurzzeitig, aber dann dazu noch was Ergänzendes sage danach, habe ich oft schon gesehen, dass dann einfach was geschrieben wurde, was ich im Endeffekt auch gesagt habe und dann im Endeffekt auch geschrieben wurde, dass du das vergessen hast. Ja, das ist halt nicht so. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen und dann starten wir direkt rein, würde ich sagen. Und da sind wir auch schon beim Kicker. Ja, ich glaube, die Aufschrift passt perfekt. FCM betreibt Chancenwucher. Chancen hatten wir auf jeden Fall. Diese konnten wir aber nicht nutzen. Und ich glaube, das sieht man auch in den Statistiken dann im Endeffekt. Und es ist so wie jede Woche im Endeffekt das Thema. Du hast deine Chancen, machst sie aber dann im Endeffekt nicht rein, dadurch verlierst du Spiele. Das ist ganz normal im Fußball. Das Spiel muss unentschieden Minimum enden, wenn nicht sogar eigentlich für uns enden. Ich glaube, das hätten wir uns wirklich verdient gehabt gegen Karlsruhe. Wir haben uns eigentlich gut Chancen erarbeitet, haben eigentlich alles wirklich sehr, sehr stabil erarbeitet. Wir haben uns richtig durchgekämpft, aber im Endeffekt reicht das dann nicht. Und das ist auch dann so verdient, wenn du deine Chancen nicht nutzt. Wir können eine ganz kurze Analyse machen. Ich glaube, der beste Mann auf dem Platz mit war auf jeden Fall Reimann. Respekt vor seiner Leistung. Das war wirklich richtig gut gehalten alles. Und das war auch richtig stark. Also wirklich, das muss ich sagen, nach etwas mehr Formtief in letzter Zeit war das richtig gut, das Spiel. Also meinen höchsten Respekt hat er da. Hugonet, Mathisen und Tobi Müller haben mir auch gut gefallen eigentlich. Haben einen grundsoliden Eindruck gemacht. Gnaka war gut. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht erwartet so. Musunda war grundsolide, würde ich sagen. Nolle war grundsolide. Nur Ulrich war auch wieder ganz gut im Spiel. Ein Grieb hat mir so wie immer gut gefallen. Ein Bräunig war besser als die anderen Spiele zuvor, aber trotzdem immer noch zu unsichtbar. Hatte zwar viele gute Laufwege auch zwischendurch, hat dann aber ab so einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel nach 20 Minuten gefühlt nur noch den Ball verloren. Artig war leider ein Schatten seiner selbst, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, viele Konter sind durch ihn entstanden, viele Fehlpässe durch ihn. Leider nicht der Spieler, den man sonst kennt. Das war, glaube ich, das schlechteste Spiel der Saison von ihm. So hart wie es klingt, vielleicht braucht er mal eine Pause. Ich weiß nicht, er hat jetzt eine muskuläre Verletzung. Mal schauen, ob da er dann vielleicht deswegen aussetzen muss. Ich hoffe es nicht. Er ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Trotzdem kann man sich dann natürlich fragen, wieso dann im Endeffekt ein Stahlmach für Artig eingewechselt wird und nicht ein Pesch. Auch das ist ein Punkt natürlich, den man kritisieren kann. Sonst verstehe ich alle Personalentscheidungen. Ich hätte gerne in der Stadt auf Unai Wu gesehen, weil er eher das Element wie Kars hat als Bräunig, finde ich. Und sonst gibt es eigentlich keine Kritikpunkte, muss ich ganz ehrlich sagen, was Fiedlers Seite angeht. Also, wie gesagt, eigentlich nur die Pesche-Einwechslung, die nicht da war. Und eventuell, dass man Bräunig aufgestellt hat. Mehr kritisiere ich hier an dieser Startelf überhaupt nicht. Und das ist auch der einzige Punkt an Fiedler, den ich ihm wirklich vorwerfen kann in diesem Spiel. Und sonst war es ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Es war die gewollte Entwicklung unter Fiedler, die hat man gesehen. Das war ein Spiel, wie auch Tietz das so gecoacht hätte. Das muss man ganz klar so sagen. Jeder der das nicht so sieht, hat, glaube ich, nicht aufgepasst, wie wir unter Tietz gespielt haben. Und so sah es dann aus. Auch unter Tietz. Und dann verlierst du auch solche Spiele. Das ist einfach, wenn du Pech hast. Artig steht mal vorm Tor, den muss er reinmachen. Also, den macht er auch rein, wenn er in Form ist oder auch nicht in Form ist eigentlich, aber keine Ahnung, er ist aktuell so im Formloch. Da läuft's gar nicht. Du hast Scheiße am Fuß wie sonst was, du kannst locker 2, 3, 4 Tore schießen, machst sie aber einfach nicht rein, weil du dich nicht selber belohnen kannst. Dann steht Steinmann nochmal kurz vorm Schluss gefühlt vom Tor, macht den aber da auch wieder nicht rein. Es ist wirklich unbeschreiblich und dann kassierst du wieder diesen Treffer, den du eigentlich nicht kassieren sollst. Das ist halt legitim der Fußball.
Wir haben aktuell überhaupt kein Glück. Ich glaube, Eichner hat es auch da wieder in der Pressekonferenz richtig gesagt, dass es einfach nur Pech ist, was wir haben. Das Glück war noch nicht einmal die Saison auf unserer Seite und das ist einfach so. Wir hatten noch nicht einmal richtig das Momentum. Auch gegen Dresden hatten wir nicht das Momentum. Und Glück kannst du dir im Endeffekt nicht wirklich erarbeiten. Das ist halt manchmal da, manchmal nicht. Und aktuell läuft es halt bei uns überhaupt nicht, was das Glück angeht. Und das hatten wir eigentlich letzte Saison vor allem auf unserer Seite, nämlich das Glück. Ja, jetzt will es einfach nicht mehr. Und das tut schon extremst weh, zu sehen, wenn du dann auch noch mit einem Geschwill eigentlich einen Spieler einwechselst, der auch nicht so fit war. Der hat aber auch relativ gut performt, auch das muss ich sagen. Stahlmach war leider heute etwas schlechter, beziehungsweise gestern etwas schlechter. Hyrien war auch so wie immer grundsolide und Aivu hat es meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht gemacht. Und die Avara, da konnte man leider nicht so viel sehen, aber die Ansätze haben mir ja schon mal ganz gut gefallen. Ja, du hast einen guten Kader. Ich glaube, das weiß jeder hier in Magdeburg. Du hast auch eine gute Defensive. Es gibt keinen Grund, warum du neue defensive Leute einkaufen musstest. Das hast du auch heute gesehen, beziehungsweise gestern im Spiel, dass wirklich das genug ist da hinten, was Qualität angeht. Vor allem, weil du nur Rodi in der Hinterhand hast. Leider verletzt. Na, Ormström ist verletzt. Es sind alle wieder verletzt gefühlt. Dafür kann auch Fiedler nichts. Ich mache ihm da, wie gesagt, überhaupt keinen Vorwurf. Ich stehe 100% hinter Fiedler. Erst recht nach diesem Spiel hat das nochmal meine Meinung gefestigt. Wir werden Punkte holen, wenn wir so weiterspielen. Wenn wir nicht so weiterspielen, dann muss man bei Fiedler ansetzen. Das ist ganz klar. Das gehört zum Sport dazu. Ein Trainer muss kritisiert werden, wenn es nicht läuft. Und das ist jetzt der Fall. Wir sind Letzter. Ich glaube, da gibt es auch kein gut reden. Das muss man auch klar so sagen. Und ja, Konkurrenten laufen irgendwann auch automatisch davon, auch wenn wir noch das Glück haben, dass wir immer noch, egal was passiert, einen Platz hochrutschen können, wenn wir gewinnen. Also wir können immer noch vor der Länderspielpause etwas Ruhe in den Verein reinbringen. Das wäre sehr wichtig. Das spielen wir, ich weiß gar nicht, gegen wen Dresden spielt. Ich glaube, das ist gegen Karlsruhe, genau. Da ist Karlsruhe der klare Favorit. Wenn Karlsruhe das gewinnt, gehen wir jetzt mal kurz in den Tabellenrechner. Gehen wir davon aus, dass es bleibt heute alles so, wie es ist. Das sieht ja so aus. Und sagen wir einfach mal, wir gehen nur einfach von Niederlagen da unten aus. Sagen wir dann noch, wir gewinnen. Einfach 1-0. Wir gehen jetzt immer alles von einem 1-0 aus, so dass alles für uns passend wäre. Und dann noch Bochum. Gegen wen spielt Bochum? Gegen Lautern und so. Es ist ja nicht mal so unrealistisch, dass die da verlieren. Und dann sieht es schon mal wieder alles viel entspannter aus. Es ist einfach so. Dann stehst du mit 6 Punkten zwar immer noch richtig scheiße da, aber es ist plötzlich alles viel entspannter, weil du nicht mehr Letzter bist. Und dann hast du auch gefühlt ein Spiel frei vor Bochum, dann als nächstes fährst du nach Darmstadt, wo du dann theoretisch auch verlieren kannst. Und wäre ein bisschen Ruhe vor der Länderspielpause, die brauchen wir ganz dringend. Wie gesagt, ich glaube, es war sehr, sehr viel Gutes dabei bei dem Spiel, aber auch sehr, sehr viel Schlechtes, was die Chancenverwertung anging. Im Endeffekt verlierst du dann so sehr, sehr bitter. Und so müssen wir weitermachen, den Ansatz richtig finden. Die Schuld trifft am wenigsten wahrscheinlich den Trainer. Aber natürlich rückt der dann trotzdem weiter in den Fokus. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit ciao, Leute.